Es gibt bestimmte Momente, die dich nicht nur verletzen, sondern etwas in dir dauerhaft neu ordnen. Nicht die lauten, dramatischen Schmerzen, für die sich die Leute versammeln und Aufläufe mitbringen. Die ruhige Art. So wie es in einer Küche passiert, unter fluoreszierendem Licht, mit Papierkram auf dem Tisch und deiner eigenen Mutter, die dir mit trockenen Augen und einer einstudierten Rede gegenübersteht. Mein Name ist Dominique. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Logistikleiter für ein internationales Frachtunternehmen, was bedeutet, dass ich meine Tage damit verbringe, Probleme zu lösen, die Zeitzonen überschreiten und sich durch Katastrophengebiete bewegen. Ich bin kein Mensch, der leicht auseinanderfällt. Aber vor 2 Jahren hat mich die Trauer gerade lange genug aufgerissen, damit die Menschen, denen ich am meisten vertraute, hineingreifen und alles nehmen konnten, was nicht ihnen gehörte. Dies ist die Geschichte, wie ich es mit Interesse zurückbekommen habe. Mein Vater, Gerald, war die Art von Mann, der seine Brieftasche in der Vordertasche trug, weil er sagte, dass es so war, wie Menschen ausgeraubt wurden, wenn man sie hinten aufbewahrte. Er war vorsichtig mit Geld, vorsichtig mit seinen Worten und widmete sich ganz dem Aufbau von etwas, auf das seine Kinder nach seinem Tod stehen konnten. Er verbrachte 34 Jahre als Bauingenieur, lebte bescheiden, fuhr 11 Jahre lang denselben Lastwagen und sammelte leise eine Lebensversicherungspolice im Wert von $140.000 an. Er erzählte mir einmal davon, als er während eines Sommerbesuchs auf der Veranda saß und sagte, es sei für meine Geschäftsidee vorgesehen, die Supply Chain Beratungsfirma, die ich seit 3 Jahren in Notizbüchern skizziert hatte. Er sagte es wie ein Versprechen. Er meinte es auch so. Er starb vor 18 Monaten an einem Herzereignis, das sich schneller bewegte, als jeder von uns darauf vorbereitet war. Ich bin innerhalb weniger Stunden nach Hause geflogen. Mein Bruder Kendall war schon da, rotäugig und ruhig, am Küchentisch sitzend, während unsere Mutter Patricia sich mit einer konzentrierten Effizienz im Haus bewegte, die ich damals für Stärke hielt. Ich verstehe jetzt, dass es Logistik war. Sie bewältigte bereits die Folgen, bevor der Krankenwagen überhaupt die Auffahrt geräumt hatte. Innerhalb von 2 Wochen nach der Beerdigung, während ich noch 4 Stunden pro Nacht schlief und mit Sympathie Essen und Kaffee trank, kam sie mit einem Vollmachtsdokument zu mir. Sie hat geweint. Sie sagte, mein Vater habe versteckte Schulden, dass die Arztrechnungen das ganze Haus verschlingen würden, dass sie Autorität brauche, um mit Gläubigern zu verhandeln, bevor es zu einer Spirale komme. Ich schaute in ihr Gesicht. Das Gesicht, das mich als Kind in den Schlaf gesungen hatte, und ich überlegte nicht lange. Ich habe unterschrieben. Ich übergab ihr die volle Kontrolle über das Anwesen, weil ich glaubte, ich würde meine Familie beschützen. Ich habe tatsächlich ihr nächstes Kapitel finanziert. Es gab keine versteckten Schulden. Mein Vater hatte einen ausgezeichneten Versicherungsschutz und eine saubere finanzielle Bilanz. Die Tränen, die roten Umschläge, die Panik, alles war Theater. Was Patricia tatsächlich mit dieser Vollmacht tat, war die Überweisung der gesamten Versicherungsauszahlung auf ein altes Familientreuhandkonto, das sie jahrelang stillschweigend geführt hatte, und maskierte die Bewegung als Kosten für die Instandhaltung des Nachlasses. Dann wandelte sie das Geld meines Vaters, mein versprochenes Erbe, in eine Anzahlung für eine Luxus-Eigentumswohnung in der Innenstadt um. Sie hat es nicht in ihren Namen geschrieben, sie hat es in Kendalls getan, weil Kendall eine Bühne brauchte. Er war 29, im traditionellen Sinne arbeitslos und hatte die letzten 2 Jahre damit verbracht, sich auf Partys als aufstrebender Stratege für digitale Assets zu bezeichnen, was bedeutete, dass er ein Coinbase-Konto und einen selbstbewussten Händedruck hatte. Um die Art von Frau anzuziehen, die er verfolgte, insbesondere Melissa, die Tochter einer regionalen Immobiliendynastie, brauchte er eine Adresse, die eine Geschichte erzählte. Der Tod meines Vaters bezahlte das Eröffnungskapitel. Ich fand es 6 Monate später heraus, nicht durch ein Geständnis, sondern durch ein Foto. Ich aß alleine an meinem Schreibtisch zu Mittag und blätterte durch mein Handy, als Kendall eine Videotour durch die neue Wohnung postete. Marmorarbeitsplatten, ein umlaufender Balkon. Möbel, die ich aus einem Designer-Showroom kannte, durch den ich einmal gegangen war und bei dem ich es mir nicht leisten konnte, ein Wurfkissen zu kaufen. Er lachte im Video, fuhr mit der Kamera über die Stadtansicht und sagte etwas über Manifestation und strategisches Investieren. Ich legte mein Handy verdeckt auf den Schreibtisch.
Ich saß einen langen Moment sehr still. Dann öffnete ich eine neue Tabelle und begann zu tippen. Ich trauerte nicht mehr. Ich habe auditiert. Die Zahlen erzählten die ganze Geschichte, als ich anfing, sie zusammenzuziehen. Ich hatte noch Reste von Nachlasszugang aus den Wochen, in denen ich die Dinge nach dem Tod meines Vaters verwaltet hatte, und was ich fand, bestätigte alles. Patricia hatte innerhalb von 10 Tagen nach der Beerdigung $140.000 über das Treuhandkonto überwiesen. Die Übertragungen waren als Nachlasspflege und Schuldenkonsolidierung gekennzeichnet, aber es gab keine entsprechenden Gläubigerbelege, keine Schuldentilgungsbestätigungen, nichts. Das Geld war einfach von der Versicherungspolice meines Vaters in eine Immobilientransaktion geflossen, von der alle in meiner Familie außer mir profitierten. Inzwischen war ich wieder zur Arbeit gegangen und fuhr ein 9 Jahre altes Auto mit einer Warnleuchte am Armaturenbrett, die ich immer wieder aufschiebte, weil ich Patricia jeden Monat Geld für das schickte, was sie unerwartete Haushaltsausgaben nannte. Ich hatte die Lüge aus meiner eigenen Tasche bezahlt, ohne es zu wissen. Dann kamen die Anrufe. Sie begannen ungefähr 7 Monate später, nachdem sich die anfängliche Aufregung über die neue Wohnung in der Realität der Instandhaltung niedergelassen hatte. Patricias Stimme am Telefon trug immer die gleiche besondere Anspannung, fest und brüchig, um Worte gewickelt, die mein Unbehagen wie ein moralisches Versagen anfühlen sollten. Die Gebühren für Eigentumswohnungen waren gestiegen. Kendalls Mietvertrag für das Auto, das er brauchte, um glaubwürdig auszusehen, wurde fällig. Der Veranstaltungsort der Verlobungsfeier verlangte eine Anzahlung und die Kreditkarte wurde abgelehnt. Jeder Anruf war ein Notfall. Jeder Notfall musste von mir gelöst werden. Ich habe sie gelöst, weil ich mir immer noch sagte, dass ich der Verantwortliche bin, derjenige, der die Dinge zusammenhält. Was ich tatsächlich war, war ihr Betriebsbudget, und ich war der Einzige, der es nicht wusste. Der Anruf, der meine Geduld beendete, kam an einem Donnerstagnachmittag. Patricia brauchte bis Freitag $2.000 oder ein Scheck an den Caterer für Kendalls Verlobungsfeier würde platzen. Und wenn er platzte, würde Melissas Vater es herausfinden. Und wenn Melissas Vater es herausfand, würde die Verlobung zusammenbrechen und alles, was sie aufgebaut hatten, Patricias Wort gebaut, würde auseinanderfallen. Sie sagte das, als ob ich ihr das Ergebnis schulde, als ob das Versicherungsgeld meines Vaters nicht bereits die gesamte Architektur des Lebens finanziert hätte, das sie unbedingt schützen wollte. Ich hörte ihr 4 Minuten lang zu, ohne sie zu unterbrechen. Dann sagte ich ihr, dass ich darüber nachdenken würde. Ich habe aufgelegt. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich öffnete meinen Laptop und begann zu bauen. Ich habe eine Holdinggesellschaft in Delaware gegründet, einem Bundesstaat, der für die Registrierung von Unternehmen nach dem Datenschutz bekannt ist. Und ich habe sie Meridian Capital Partners LC genannt. Es kostete mich weniger als $300 und bot völlige Anonymität. Auf dem Papier war Meridian eine private Kreditfirma, die sich auf kurzfristige Hochzinskredite für Wohnimmobilien spezialisiert hat. Eine Art Vereinbarung, an die sich bargeldarme, vermögensreiche Kreditnehmer manchmal wenden, wenn traditionelle Banken nicht schnell genug handeln. Ich kontaktierte einen Handelsmakler, den ich beruflich kannte, einen Mann namens Roland, der geschickt darin war, Pitches zu liefern und sich nicht besonders für die Hintergrundgeschichte dahinter interessierte. Ich gab ihm ein bestimmtes Skript und ein einzelnes Ziel. Roland rief Patricia an einem Montagmorgen an. Er stellte sich als Vertreter von Meridian Capital Partners vor und sagte ihr, die Firma biete ein kurzfristiges Darlehen von $180.000 gegen die Eigentumswohnungen, and Roland called Patricia on a Monday morning. He introduced himself as a representative of Meridian Capital Partners, told her the firm was offering a short-term loan of $180,000 against the condo's equity, fast close, no credit check, wired within 24 hours of signature. I listened to the call recording later. Her voice shifted the moment he said the number. The tightness dissolved. She asked almost no questions. She did not ask why a private equity firm was offering fast money to a residential borrower she had never heard of. She heard $180,000, and she heard a way out. Roland told her there was another borrower ready to take the capital within the hour, and that the offer expired at close of business.
She said she'd sign that afternoon. The loan agreement I had drafted was detailed, specific, and intentionally aggressive in its terms. High interest rate, short repayment window, and a confession of judgment clause buried on page 4 that allowed Meridian to seize the collateral without a court proceeding if the borrower defaulted or if any representation on the application was found to be fraudulent. The collateral, of course, was the condominium. Page 7 of the application asked Patricia to certify the source of the property's original equity. She checked the box confirming it was personal savings and legitimate inheritance, which was a federal lie. Page 9 required Kendall's signature as the legal title holder. The signature on that line was Patricia's handwriting, loopy and rushed. That was forgery. I printed the signed documents when they arrived in my inbox and held them for a long moment. They were no longer a loan application. They were a time-stamped, notarized confession to bank fraud and forgery, signed voluntarily under no duress, in exchange for money she thought she was borrowing from a stranger. I waited 3 weeks. I let her deposit the funds, let her pay the caterer, let the engagement party proceed exactly as planned. I watched Kendall's social media fill with toasts and flower arrangements and carefully staged photographs of a life assembled entirely from someone else's grief. I felt nothing in particular looking at those images. I was past the stage of feeling injured by them. I was in the stage of watching a timeline unfold exactly as I had engineered it. The closing was scheduled at the offices of a title and escrow firm downtown, a glass tower that looked appropriately serious for the occasion. I arrived 20 minutes early, chose my outfit deliberately, fitted charcoal blazer, clean lines, heels that were quiet but present. I sat in the lobby with my briefcase and waited. They came out of the elevator at 2 p.m. looking like a delegation. Patricia was in a cream-colored blazer, performing composure. Kendall was in a suit that pulled slightly across the shoulders, the kind of fit that happens when you buy something in a hurry to look like you belong somewhere. Trailing them was his fiancée Melissa, who did not look like a woman attending a celebratory signing. She looked like someone conducting an inspection. She had been asking pointed questions about Kendall's financial background for weeks, I would later learn, and Patricia had invited her today specifically to witness what she believed would be a demonstration of family business sophistication. She had no idea she was about to witness something else entirely. Patricia saw me first. She stopped walking. The composure cracked just slightly before the mask came back down, harder than before. She crossed the lobby toward me with the specific energy of a woman accustomed to being the most powerful person in any room she entered. She told me this meeting was private, that I wasn't invited, that if I was there to cause a scene in front of Melissa, I should turn around immediately. I stayed seated. I told her I wasn't there to cause anything. I was there for the closing. She laughed, the way people laugh when they believe they still have the upper hand. She turned and walked into the conference room. I gave it 90 seconds, then followed. Inside, the closing had begun. The title officer, a man named Mr. Owens, was distributing document packets when I walked in and took the empty chair across from Patricia. The room went quiet in the particular way rooms go quiet when something has shifted. Kendall looked at me like I was a weather event he hadn't planned for. Patricia's jaw tightened. Melissa looked at me with the same precise attention she had given everything else in the room, calculating. Mr. Owens looked at his paperwork, then at me, then back at his paperwork. I introduced myself as the managing director of Meridian Capital Partners, the lender whose name was on every document on the table. I watched Patricia's face process that sentence in real time. I watched the blood leave it. She said my name like a question. I answered it like a statement. I told her that Meridian Capital Partners was mine, had always been mine, and that I had structured the loan specifically because I wanted her to sign a document that told the truth about where the money came from. I told her that on page 7 of the application she had certified that the condo's original equity came from personal savings and legitimate inheritance. I told her that was false and that I had the documentation to prove it. Bank records, trust transfer records, the estate account movements from the weeks after my father's funeral, all of it printed,
tabbed and sitting in my briefcase. I slid a copy across the table toward Melissa because she deserved to know what she was walking into. Melissa opened the folder. She did not look at Kendall while she read it. She did not ask questions. She simply read, page by page, with the thoroughness of a person who had grown up around people who obscured the truth and had developed a reliable instinct for recognizing it. Kendall started talking, the way people talk when they are trying to get ahead of a story that is already over. Patricia told him to stop. She was looking at me with an expression I had never seen on her face before. Not anger exactly, something closer to recognition. Like she had always understood on some level that this moment was a possibility and had simply hoped to outrun it. I told them they had two options. The first was that I would take the fraud documentation to the federal authorities that afternoon, in which case the bank fraud charge and the forgery charge would proceed without any input from me. The second option was a deed transfer. Patricia would sign the condo over to me directly, I would dissolve the loan agreement, and everyone would walk out of the building free. I told her she had until the end of the closing appointment to decide. She looked at Kendall. Kendall looked at the table. Melissa stood up, removed her engagement ring, and set it on the mahogany with a small, definitive click. She said she did not marry into fraud, that she hoped they found a way through it, and she walked out of the room without looking back. The door closed behind her. Patricia picked up the pen. 3 months after that afternoon, I sold the condominium. The proceeds were enough to launch the consulting firm my father had always meant to fund, plus a reserve that has let me operate without the particular desperation that made me sign documents without reading them 2 years ago. I think about that version of myself sometimes, the one sitting at the kitchen table at 2 a.m. with tear-stained sympathy cards and a stack of estate paperwork, believing that handing over control was the same as being helpful. I don't blame her. She was exhausted, and she loved her father, and she wanted to believe the people around her were operating from the same place. She just hadn't yet learned that grief is the oldest cover story in the world. They tell people, my family, that I destroyed everything, that I was cold, calculating, ruthless, that a real daughter, a real sister, would have found another way. Maybe they're right that I was calculating. I work in logistics. I calculate for a living. What I calculated was this: the only asset they had ever actually produced in this entire arrangement was my silence. The moment I withdrew it, the whole structure collapsed under its own weight. I didn't destroy anything, I just stopped holding it up. My father worked 34 years to leave something behind for me. The least I could do was make sure it got there.